Es gibt den Klimawandel echt? Weil tatsächlich ist es nach wie vor irritierend, dass so viele Leute einfach die Augen nicht aufmachen und so tun, als würde es wie die letzten Jahrzehnte einfach so weitergehen. Für mich ist es ein Rätsel. Ich versuche mit den Leuten zu reden, aber es kommt einfach nichts. Ja? Ich bin froh um jeden, der heute hier ist. Ich danke euch allen, das macht mir Mut, das macht uns allen, glaube ich, Mut. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wenn man sich die letzten Monate so ansieht, wird noch einmal klar, die Klimakrise ist kein abstraktes Phänomen, mit dem wir vielleicht irgendwann in ein paar Jahrzehnten einmal konfrontiert werden. Nein, die Klimakrise ist jetzt. Und für unzählige Menschen ist sie schon heute Tag für Tag bittere Realität. Und zwar nicht nur in anderen, weit entfernten Teilen der Erde, wo zahlreiche Gebiete schon heute aufgrund der klimatischen Veränderungen schon nicht mehr bewohnbar sind, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Durch die extreme Hitze im Sommer zum Beispiel leiden insbesondere ältere, chronisch kranke und behinderte Menschen schon heute unter den Auswirkungen der Klimakrise. Hopp, hopp, hopp! Kohlestopp! Hopp, hopp, hopp! Kohlestopp! Hopp, hopp, hopp! Kohlestopp! Ein Leak eines Teils des IPCC-Berichts, des wichtigsten Berichts über die Klimalage der aktuellen Zeit. Und warum wurde es geleakt? Weil WissenschaftlerInnen Angst davor hatten, dass die Daten, die sie erforschen, zu spät ankommen, dass sie nicht gehört werden. Und dieser Leak, den müssen wir endlich mal verbreiten, in die Welt hinaustragen, denn er besagt, dass das wirklich katastrophal ist. Er besagt, dass wir das 1,5 Grad Ziel eigentlich schon fast zerstört haben. Dass wir eigentlich dafür fast schon keine Chance mehr haben. Aber er sagt doch etwas, das uns anspornen sollte, das uns antreiben sollte und für das ich heute auch hier demonstrieren möchte. Er sagt, dass wir das zwar schlechtere, aber immer noch zumindest existente 2-Grad-Ziel einhalten können. Aber unter Anstrengungen, diese heißen, dass wir innerhalb der nächsten 3 Jahre bis 2024 den Höchstpunkt der CO2-Emissionen erreicht haben. Denn obwohl Deutschland ein verhältnismäßig kleines Land ist, ist es in der weltweiten Liste der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen auf Platz 6. Schon in den 1950er gab es KlimaforscherInnen, die auf diese Krise aufmerksam gemacht haben. Und doch stehen wir heute und jetzt da, haben diese neuen Daten und sehen, verdammt, 2024 ist bald. Sehr bald. Diese 2 Grad, die wurden 2015 beim Pariser Abkommen nicht willkürlich gewählt. Nein, sie wurden gewählt, weil uns Kipppunkte drohen, weil uns Dinge drohen wie das Abschmelzen der Permafrostböden, das Verlangsamen des Golfstroms, das Abschmelzen der Arktis. Also Dinge, die unseren CO2-Ausstoß, den menschengemachten, vervielfachen würden. Wir fraßen gerade auf eine Klippe zu und halten nicht an. Wir sehen die Klippe, aber nein, weltweit wird nichts dagegen getan oder viel zu wenig. Und wenn es doch nur eine Klippe wäre, nein, es ist nicht nur der Permafrostboden. Es ist genauso der Golfstrom, der sich jetzt schon verlangsamt. Der Golfstrom, der unser Klima hier in Europa seit in Menschengedenken eigentlich bestimmt hat. Der Golfstrom, die Grundlage, dass wir hier Landwirtschaft betreiben können. Die Grundlage, dass es uns hier so gut geht, dass es so angenehm ist, hier zu leben. Und er verlangsamt sich. Er verlangsamt sich, weil die Arktis zu warm ist, das Wasser nicht mehr kalt genug, nicht mehr tief genug absinkt. Ein Kreislauf, den wir für ewig hielten. Ein Kreislauf des Lebens in den Ozeanen, aber auch auf Land. Dieser Kreislauf droht zu enden. Floskeln, wie der Markt will, wird das regeln, kann ich nicht mehr hören. Denn was hat der Markt denn eigentlich gemacht, wenn es ihm nicht selbst wirtschaftlich gedient hat? Wir können das Ruder noch herumreißen, wenn wir jetzt handeln.
Die Klimakrise ist ein akutes Problem, das sofortiges Handeln erfordert. Und zwar von allen. Wir müssen alle fürs Klima handeln. Und Schluss mit diesem Blabla. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und die damit verbundenen Auswirkungen auf Deutschlands Klimaschutzambitionen sind ein historischer Wendepunkt. Nie wurde die künftige Bundesregierung deutlicher in die Verantwortung genommen, nun auch konkrete Maßnahmen folgen zu lassen. Doch dafür brauchen wir einen allumfassenden gesamtgesellschaftlichen Wandel. Wir müssen die Art, wie wir wirtschaften, grundlegend ändern. Wir brauchen radikale Veränderungen in den Bereichen Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung, Bauen, Heizen und Energie. Wir brauchen zum Beispiel eine Mobilitätswende. Weg vom überwiegenden Individualverkehr, bei dem sich jeder selbst mit seinem Auto durch die Stadt fährt, und stattdessen hin zu einem gut ausgebauten, barrierefreien, bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr, der jeden mitnimmt. Wir müssen für eine Landwirtschaft eintreten, die kleinbäuerlich ist, die nachhaltig ist, die Rücksicht auf Tiere nimmt wie auf uns Menschen, die endlich wieder Menschen versorgt, anstatt ihre Zukunft zu ruinieren. Wir müssen BäuerInnen retten, Tiere retten und das Klima retten. Und all das geht, wenn es politisch gewollt wird. Und dafür kämpfen wir, dass Politik das zum Ziel macht und nicht mehr Profitmaximierung. Das und nicht mehr das der Lobbywille. Nein, unser Wille. Was wollen wir? Klimagerechtigkeit. Wann wollen wir es? Jetzt! Klimaneutral zu werden und dafür erstmal einen Plan zu machen. Wow, ja, tolle Idee, mach mal einen Plan. Es gab nämlich keinen, überhaupt keinen. In Landshut und sonst wo auch nicht. Aber wie soll man das denn erreichen? Klimaneutralität, das klingt immer so toll. Aber jetzt mal konkret, wie geht das? Wie erreichen wir das? Und unsere billige, einfache Forderung ist einfach: Lasst uns einen Plan machen und konkret werden, was das bedeutet. Ja, das ist eine erstaunliche Erkenntnis, dass man besser mal anfangen könnte. Ja, aber nein, bla bla bla, heiße Luft, Dankeschön. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben uns mit der Stadt und der Verwaltung zusammengesetzt und es war tatsächlich über alle Fraktionen hinweg ein einstimmiger Beschluss, dass Landshut diesen Klimaplan, Landshut in 10 Jahren klimaneutral, braucht und wir werden ihn bekommen. Und diese Entscheidungshilfe für die Politik ist total wichtig, weil die tun sich nicht so leicht. Ja? Die Politiker wollen wiedergewählt werden und wenn man dann irgendwas Unangenehmes macht, weiß nicht und so, da werde ich ja nicht gewählt mit sowas. Und wir müssen ihnen diese Entscheidung leicht machen und sagen, ja, bitte, gebt's Gas, endlich! Die Dinge, die wir tun können, liegen auf der Hand. Die wissenschaftlichen Lösungen, sie liegen auf dem Tisch. Die Karten sind alle ausgespielt. Jetzt liegt es an der Politik. Sie muss sich wandeln und dafür wählen wir übermorgen. Erstens ist es nicht egal, wen ihr wählt. Parteien unterscheiden sich am Sonntag, die Parteien unterscheiden sich im Programm massiv. Keine Partei hat aber einen Plan, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das heißt, auch nach diesem Sonntag, auch nach heute, wir brauchen den Druck von der Straße. Wir brauchen Leute, die sich fürs Klima einsetzen, egal ob das der Klimaplan ist, mit dem Weg durch die Kommunalparlamente und durch die Bürgerentscheide, egal ob wir es sind, die mit dem Druck von der Straße hingehen, egal ob das Ende Gelände oder Extinction Rebellion sind, die Leute einfach die Dringlichkeit der Klimakrise auf die Straße tragen. Und das brauchen wir auch nach der Wahl, weil keine Regierung, egal wie toll wir die finden, wird ohne Druck von der Straße ausreichend fürs Klima handeln. Die Parteiprogramme sind da unzureichend. Wir sind alle so passiv. Wir haben jetzt gemerkt, du brauchst bloß ein paar gelbe T-Shirts drucken und ein bisschen Unterschriften sammeln anfangen und schon rühren sie was. Das war jetzt nicht so schwierig. Wir können alle was erreichen. Aber das Wichtige ist, jawohl, aber das Wichtigste ist, wir müssen zusammenhalten und Schluss mit diesen Grabenkämpfen. Lasst euch nicht spalten von niemandem. Und wenn da sonst noch jemand herkommt, wir lassen uns nicht spalten. Wenn jemand anders denkt, wir halten trotzdem zusammen, weil das wichtiger ist. Wir brauchen eine einige Gesellschaft, weil sonst können wir nicht mehr miteinander reden. Und wenn wir nicht miteinander reden können, dann können wir auch nicht die richtigen Entscheidungen gemeinsam treffen. Und das ist der Punkt. Bitte Leute, halt's zusammen!
Bam, 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 bam! Seid ihr alle wach? Hörst du dein Herz, wie es schlägt? Spürst du die Erde, wie sie sich dreht? Spürst du den Wind, der ganz leicht um dich weht? Und die Masse, die sich erhebt? Erinnerst du dich an den Moment, als du das allererste Mal zur Demo gingst? Dieser Moment, wenn du nicht mehr alleine dastehst. Dieser Moment, wenn 1000 Kehlen die gleiche Parole singen. Dieser Moment, wenn 1000 Herzen in einem Takt schwingen. Oder dieser Moment, wenn tausende Fahnen über deinen Köpfen schweben. Und kennst du das Gefühl, wenn du dir zuerst nicht sicher bist, wenn du denkst, dass vielleicht heute keiner auf deiner Seite ist, wenn dein Herz langsam schlägt, dieses Gefühl, wenn wirklich alles stillsteht. Dieses Gefühl, wenn du dich noch unwohl fühlst, dieses Gefühl, ob jetzt alles richtig ist, dieses Gefühl, wenn du es trotzdem umsetzt, dein Herzschlag, die Angst, die Emotion. Und dann dieser Moment, wenn doch alles gelingt, der ganze Demozug dein Lied singt, der ganzen Welt deine Sache wichtig ist und jedes Herz im Takt deiner Sache schwingt. Du merkst, eben bist du noch alleine gewesen, doch jetzt werden 1000 Herzen zu einem Erdbeben. Danke, dass du seit Jahren auf die Straße gehst. Du. Ich mache das jetzt keine 380 Mal, aber ihr seid alle gemeint. Es ist der Wille. Bam, 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 bam. Die Wut. Bam, 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 bam. Die Angst. Bam, 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 bam. Die Hoffnung. Bam, 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 bam. Der Wille. Bam, bam, bam. Die Wut. Bam, bam, bam. Die Angst. Bam, bam, bam. Die Hoffnung. Bam, bam, bam. Wille. Bam. Wut. Bam. Angst. Bam. Hoffnung. Bam. Und nun schlagen unsere Herzen hier alle vereint für diese Sache. Dieser Text ist für dich, der Social Media macht. Für dich, weil du Demos anmeldest. Für dich, weil du diese Lautsprecher hier irgendwie verkabelst. Für dich, weil du Mails beantwortest. Für dich, weil du dich um Finanzen kümmerst. Für dich, weil du seit Jahren freitags immer streikst. Für dich, weil du Podiumsdiskussionen machst. Für dich, weil du es vielleicht auch nur ab und zu schaffst. Für dich, einfach weil du heute hier bist. Dieser Text ist für alle, die nach Jahren die Hoffnung nicht aufgeben. Für alle, die immer weiter demonstrieren. Für alle, die Tag für Tag den Kampf riskieren. Für alle, die nicht akzeptieren. Es sind 1000 Herzen, die ein Erdbeben loslösen. 1000 Gedanken, die ein Feuer entfachen. 1000 Münder, die einen Sturm lostreten. 2000 Füße, die die alte Ordnung zertreten. Und tausende Gehirne, die die Zukunft gestalten. Es ist die Aufregung, wenn du das erste Mal auf einer Bühne sprichst. Die Aufregung, wenn du zum ersten Mal eine Demo organisierst. Die Aufregung, wenn du das erste Interview gibst. Die Aufregung, wenn du Veränderung bewirkst. Und Veränderung, das sind wir alle. Wir sind der Fels in der Brandung. Wir sind der Nerv, der nicht aufhört zu schmerzen. Wir sind die hässliche Wahrheit, die keiner sehen will. Wir mahnen, wir provozieren, wir stören, wir kämpfen. Wir protestieren, wir prangern an, wir diskutieren und, ja, wir nerven. Wir sind inzwischen SchülerInnen, StudentInnen, Eltern, LehrerInnen, unzählige Berufsgruppen und so weiter. Wir sind heute am 24.09. weltweit Millionen von Herzen und durchbrechen alle gemeinsam die Schallmauer, wenn wir rufen: What do we want? When do we want it? Dankeschön und viel Spaß euch noch. Und ich möchte im Namen von den Parents for Future für Landshut ein ganz, ganz großes Lob an die Sarah und den Lorenz und ihr ganzes Team aussprechen. Ich finde, das ist ein Riesenapplaus wert. Die haben nicht aufgegeben, die stehen jedes Wochenende vor der Kirche und machen einen Infostand, die machen die Demos und alles. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht.
Und ich glaube, egal wer jetzt dann anschließend in der Regierung ist, wir brauchen die Fridays auch in Zukunft, damit sie den Politikern auf die Finger schauen und auf die Finger klopfen und sagen, so geht's und so geht's nicht.